Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal von Ramfeld Precision Gun Care. Mein Name ist Andi und heute eine Kurzwaffe aus den Vereinigten Staaten von der Firma Ruger, eine American Pistol im Kaliber 9 mm. Na klar waren wir mit der Waffe auf dem Schießstand. Zeit für ein paar Impressionen. Bevor wir im Detail auf die Waffe eingehen, natürlich wie immer Safety Check, Magazin raus, Chamber Check, Lauf ist frei, also können wir sie handeln. Was kann sie, was hat sie, mit was wird sie ausgeliefert? 2 Magazine, jeweils 17 Schuss, Wechselgriffstücke. Finde ich darum cool, weil es Full-Strip-Wechselsysteme sind. Also die greifen um den kompletten Griff. Wir tauschen den da mal, um es zu sehen, wie es funktioniert. Die Waffe hat 20 Schuss, es dürfte nicht sehr viel drin sein. Trotzdem, wir richten uns ein bisschen Equipment, um sie im Fall der Fälle doch sauber zu machen. Was verwenden? Ramfeld Rope mit der Flex-Tip. Laufreinigungsfilze, Kaliber 9 mm. Gun Cleaner, Waffenöl eures Vertrauens. Tuch, Nylonbürste. Und wenn Chemie im Spiel ist, Handschuhe. Wir wollen auch einen Schlagbolzen rausnehmen. Das geht hier nicht werkzeuglos und es ist ein Werkzeug mit am Start, um hier zu tauschen. Es ist hier ein Imbusschlüssel mit dabei, um die Griffschalen tauschen zu können. Die müssten eigentlich auch funktionieren, um den Schlagbolzen rauszunehmen. Zum Zerlegen der Waffe. Über den Schlittenfanghebel die Waffe öffnen. Hier ist ein Zerlegehebel. Liebe ich ja diese Dinger, weil sehr einfach. Schlittenfang nach vorne und schon lässt sich der Schlitten abziehen. Feder raus, Lauf raus, Schlitten mit Schlagbolzen und hier das Griffstück mit der Mechanik. Wenn ihr hier was macht, seid immer vorsichtig mit der Mechanik, auch mit den Reiniger, was ihr hier einsprüht, mit der Menge und die Richtung. Eintrag sollte hier wirklich nicht zu viel sein. Es sind beschichtete Bauteile, die brauchen sehr wenig Öl, bis fast keins. Ablagerungen über die Löser kriegt ihr gut raus. Wir haben hier diese Verriegelungsplatte. Diese Verriegelungsplatte wird gehalten über den Kunststoff hier. Und hier sieht man ein kleines Loch hier. Der Torx passt hier rein, dann wird der Kunststoff nach unten gedrückt und ihr könnt die Platte rausschieben. Platte raus, Daumen oben sichern, damit euch der Schlagbolzen nicht abhaut, aber so viel Federdruck hat er nicht. Und dann können die einfach nach hinten ausgezogen werden. Kleine Feder mit dabei, die nicht verlieren. Die kommt vorne wieder drauf. So wie sie auseinander geht, geht sie natürlich auch wieder zusammen. Federchen hier nicht verlieren. Heißes Eisen. Schlagbolzen von hinten in den Schlitten. Und da sieht man jetzt auch schön diese Platte hier. Hier sieht man auch sehr schön dieser Kunststoff, der da drauf ist. Greift hier in diese Platte ein. Mit dem Finger nach unten drücken, in die Nuten einführen und nach oben schieben, bis er verriegelt ist. Ich würde euch gerne zeigen, wie man die Waffe im geschlossenen Zustand reinigt. Darum bauen wir sie einfach wieder zusammen. Nichts einfacher wie das. Unser Verschluss oder Schlittenlauf einsetzen. Hier die Feder, vorne in die Führung, hinten einspannen. Schon ist der Verschluss ganz. Über die Rillen aufschieben. Sehr cool, die ist wirklich kompromisslos. Beidseitig bedienbar, rechts, links. Über den Schlittenfang, Hebel, die Waffe öffnen, Verschlusshebel zu, klack, da ist sie. Übrigens Magazine, Hammer. Liegt wohl an der Beschichtung hier. Laut Ruger Nickel
Teflon-Legierung, die hier drauf ist, fühlt sich auch sehr, sehr glatt an. Wir brauchen Filzeverpackung, 100% recycelbar. Schaut mal, wenn ich die jetzt hier zusammendrücke und schließe, dann schließt die so dicht, dass sich hier auch nichts mehr einsaugt. Wenn keine Luft reingeht, geht auch kein Wasser rein. Ich nehme das Seil, vorne die Rändelmutter ab, stecke einen Filz auf. Ich mache sogar einen zweiten drauf. Wenn ihr die Waffe direkt am Schießstand im warmen Zustand reinigt, werdet ihr 70 bis 80% der Ablagerungen, der Verschmutzungen schon rausbekommen. Es ist immer einfacher, warme Ablagerungen zu entfernen, wie angetrocknete, ausgekühlte Ablagerungen. Darum nehmt es einfach mit auf den Schießstand. Fertig konfiguriert, 2 Filze drauf. Ihr gebt euch ein bisschen Öl, das könnt ihr zu Hause machen. Da müsst ihr auch das nicht mitnehmen. Und macht hierum ein Stück Frischhaltefolie. Was auch immer. Packt es nicht mit dem Seil irgendwo rein. Es ist nicht so charmant, wenn man dann das Seil verölt hat. Und jetzt kommt die Anwendung am Schießstand. Waffe geöffnet und hier sind wir hier sehr lang. Das könnte gerade so gehen, wird aber sicher innen am Patronenlager entlang schruppen bei einer 9 mm Patrone. Es sind nur 19 cm Hülsenlänge, aber die Spitze ist teilbar. Ihr macht es ab, habt hier eine charmante Länge, um hier ins Patronenlager sehr schön einfädeln zu können, ohne was zu zerstören. Starres, dickes Seil, immer super, weil leicht im Handling. Lässt sich schön nehmen, schneidet nicht in die Hand, hat aber auch den Nachteil, dass es sich hier entlang zieht. Das Seil ist das große Problem noch nicht. In der Regel sind es hinten die Filze, dass die sich dann wirklich hier lang ziehen oder vielmehr die Verbindungen hier lang ziehen. Dann wird es ungemütlich. Und hier gehen wir über aufs dünne Seil. Schaut mal. Wir haben hier entkoppelt vom dicken Stahlseil, Edelstahlseil, auf ein sehr, sehr dünnes, 1,2 mm Stahlseil, ebenfalls mit Mantelung, also man kann hier nichts schreddern. Und so kriegt ihr das Ganze zerstörungsfrei und kratzerfrei in die Waffe ein. Zerstörungsfrei und ohne Kratzer in die Waffe rein. Und hier weicht er aus. Das dünne Seil weicht hier aus und zieht den Filz hier ohne Druck und ohne Beschädigungen an der Kante vorbei. So. Dickes Seil. Wird mich nie einschneiden hier. Wopp. Ich ziehe sie noch einmal durch. Wir könnten es jetzt ein bisschen wirken lassen, aber es sind halt einfach nur 2 mal was. 2 mal 10 Schuss, 20 Schuss. Ist jetzt mal nicht die Welt. Aber mit der heutigen Munitionsthematik ist es natürlich auch so ein Thema, dass man vielleicht nicht immer 500 verschießen will. Schaut mal. 20 Schuss. Habt ihr ein Stahlseil, das dick ist und sich händeln lässt und angenehm ist im Gebrauch, werdet ihr in der Regel auf einem Filz keine Rillen sehen. Die Rillen drücken sich ab durch die Züge und Felder. Das passiert aber nur, wenn sich der Filz auch mit den Zügen und Feldern drehen kann. Darum, Achtung, Putzstöcke immer kugelgelagert. Vorne Spitze, hinten der Griff kugelgelagert, Filz oder Patch kann den Zügen und Feldern folgen. Coole Sache. Und beim Seil spricht man nicht drüber. Dünne Stahlseile sind durchaus in der Lage, sich zu drehen. Aber halt nur so 1,5 bis maximal 2 Mal, wenn es sehr dünne Seile sind. Abhängig von der Temperatur. Denn ist es kalt, ist der Kunststoffmantel relativ starr und dann dreht sich da auch nichts mehr. Hier dreht sich definitiv nichts. Also null. Gar nichts. Nada. Aber wir schauen hier mal in der Nahaufnahme und wir sehen hier tatsächlich, dass sich Züge und Felder abbilden. Bedeutet am Ende des Tages, der Filz
hat sich hier durch den Lauf gedreht, ist den Zügen und Feldern gefolgt. Wie geht das denn? Ja, wir haben ein dickes Stahlseil, das sich nicht dreht. Wir haben vorne eine Spitze gemacht, die sehr flexibel ist und hier switcht vom dicken, leicht handelbaren Stahlseil auf ein sehr dünnes, flexibles Stahlseil. Und die Spitze dreht sich. Zum Beweis. Ich setze hier einfach mal einen Punkt drauf. Machen wir 2. 2 Filze, 2 Punkte. Und jetzt passt mir auf. Hammer. Dreht sich. Drehbare Spitze. Was ist denn hier passiert? Wenn wir darüber nachdenken, haben wir die Funktionalität eines Putzstockes mit der Rotation im Griff in die Spitze gelegt. Also wir haben und garantieren auch, dass sich diese Spitze dreht in einem Zugsystem. Dann haben wir über das dicke Seil wirklich alle Vorteile eines dicken Seils hier integriert. Edelstahl, da rostet nichts, es verfärbt sich nichts. Plus das dünne Seil mit all seinen Vorteilen, die man hier hat. Flexibilität, das zentriert sich der Filz und der Patch sauber in der Laufseelenachse in der Mitte des Laufes, einfaches Handling. Okay, das ist ja eingangs schon mal nicht schlecht. Viele, viele Vorteile, aber wir spielen das noch weiter. Zum einen, ihr kriegt die Flex-Tip tatsächlich einzeln bei uns. Zum anderen hat man hier jetzt die Möglichkeit, Bürsten aufzuschrauben. Was auch immer. Und wenn ihr wirklich mal mit dem Putzstock reinigen wollt, auch welchen Gründen auch immer, wir spielen es einfach mal durch und holen uns hier einen Lauf. Wir sind ja fix im Kurzwaffenzerlegen. Dann habt ihr die Möglichkeit von der Flex-Tip auch noch vorne den Adapter abzuschrauben, sprich die Filzaufnahme. Die kann jetzt auf den Putzstock oder aber, und jetzt wird es dann richtig komisch, ihr macht die ohne Flex-Tip auf die Ramfeld Rope. Das an und für sich funktioniert durch das Starres der Stahlseil schon sehr, sehr gut. Ihr könnt euch aber hier noch einen Griff bauen. Achtung. Ihr legt den in die Finger. Je länger der Lauf, umso weiter kommt er rauf. Je kürzer der Lauf, umso weiter kommt er runter. Erste Schlaufe Richtung Fingerspitzen, zweite Schlaufe Richtung Handrücken und das andere Ende des Seils wird von unten durchgefädelt. 1, 2, 3, 4, 5. Ist unglaublich fest zusammen, dann zieht ihr das hier hoch. Jetzt könnt ihr den Filz mit dem starren Stahlseil tatsächlich als Putzstock verwenden. Bedeutet, ihr könnt auch meine Bürste raufschrauben auf das ganze Thema und dieses Spiel hin und her ziehen. Denn Filz kann ich tatsächlich ja wenden im Lauf. Geht ja nichts kaputt. Ihr dürft aber nicht vergessen, wenn ihr das so anwendet, habt ihr keine Rotation. Also meine Empfehlung, auch wenn es ein bisschen ja, manchmal komisch ist, ein langes Seil hier durchzuziehen. Aber Rotation am Filz immer erheblich höher als die Reinigungswirkung ohne die Rotation. Okay, ich setze wieder zusammen. Liebe Zuschauer, das war's mit der Ruger American Pistol 9 mm. Ich finde sie gut. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie so gut wie keinen Rückschlag hat. Ich weiß nicht, wie genau man es im Video sehen kann, aber ist mir persönlich aufgefallen. Ich finde den Abzug sehr nett. Ich finde es auch schön mit den wechselbaren Griffschalen, die komplett um den Griff rumgehen. Ist für mich ein sehr, sehr gutes Feature. Und naja, was es sich ein bisschen abhebt von allen anderen, es hat die absolut kompromisslose beidseitige Bedienung vom Schlittenfanghebel links, rechts, Magazin, Lösehebel links, rechts, relativ coole Sache. Klack. Liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, Abo nicht vergessen.
All dieweil, wir haben noch ein paar andere Sportgeräte für euch auseinandergenommen, bestimmt interessant. Bis zum nächsten Mal, euer Andi von Brainfuck Precision Gun Care.